Ja, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Heute habe ich die Forerunner 255 auf dem Tisch und ganz konkret geht es heute um den Test, den ich mit dieser Uhr durchgeführt habe und ich möchte ein bisschen meinen Eindruck, meine Erfahrung zeigen. Ja, die Uhr erscheint diesmal in 4 verschiedenen Varianten. Einmal natürlich die klassische 46 mm Version. Was neu hinzugekommen ist jetzt auch die S-Version mit 41 mm, die für schmalere Handgelenke gedacht ist. Und dann haben wir wieder die Unterscheidung zwischen einer Music und einer Nicht-Music-Variante. Bei der Music-Variante verhält es sich so, dass ihr entsprechend hier Musik speichern könnt, also sowohl von Spotify, Amazon oder Deezer, beziehungsweise auch MP3s, wenn ihr diese habt. Da könnt ihr bis zu 500 Songs auf die Uhr speichern und die quasi offline mitnehmen. Wenn ihr euch jetzt für die Nicht-Music-Variante entscheidet, heißt es aber nicht, dass ihr dann keine Musik steuern könnt. Nein, ihr müsst einfach nur das Handy dabei haben und könnt entsprechend dann hier auch die Musik über die Uhr steuern. Also da gibt es auf jeden Fall keine Einschränkungen. Die Uhr selber ist auch wirklich sehr angenehm zu tragen. Sie kommt mit einem sehr leichten Gewicht daher. Wir haben hier bei der großen Variante 46 Gramm und bei der kleinen Variante sind es gerade mal 39 Gramm, die ihr hier im Handgelenk mitführen müsst. Was das Display angeht, so haben wir bei der normalen Version ein 240 x 240 großes Display. Bei der S-Version ist es ein 218 x 218 großes Memory-in-Pixel-Display. Das Memory-in-Pixel-Display zeichnet sich dadurch aus, dass wir einmal hier einen sehr sparsamen Akkuverbrauch haben, weil, wie schon gesagt, das Ganze wird etwas sehr gespeichert. Und was der große Vorteil auch ist, wenn ihr hier rausgeht in die Natur und in der Sonne unterwegs seid und hier direkte Sonneneinstrahlung habt, habt ihr die optimale Ablesbarkeit des Displays. Im Umkehrschluss heißt natürlich auch, wenn es etwas dunkler wird, braucht man auch entsprechend eine Hintergrundbeleuchtung, aber das ist bei der Uhr wirklich gegeben. Der einzige Unterschied, den ich jetzt hier erkannt habe, dass das Phoenix 7 Display etwas heller ausleuchtet als jetzt hier bei der Forerunner. Das heißt also, hier ist es ein Ticken dunkler, aber ist dennoch gut ablesbar. Was die Sensorik und Konnektivitäten angeht, so haben wir hier einen 24/7 Herzfrequenzsensor verbaut. Dieser beinhaltet auch einen Pulsoximeter, das heißt also auch hier wird der Blutsauerstoffwert gemessen, sofern ihr das Ganze einschaltet. Ihr könnt euch aber entscheiden, ob ihr das Ganze ausgeschaltet lassen möchtet oder nur in der Nacht gemessen haben wollt oder halt entsprechend auch den ganzen Tag. So verhält sich es natürlich auch mit dem 24/7 Herzfrequenzsensor, den könnt ihr natürlich auch entsprechend abschalten, wenn ihr das nicht haben möchtet. Außerdem habe ich auch noch die Möglichkeit, die Herzfrequenzdaten, die ich dann entsprechend messe, heißt also auch in einem Workout, diese dann zu senden. Das heißt also, wenn ihr jetzt zum Beispiel Swift nutzt, auf dem iPad oder auf einem anderen Gerät, und das Ganze wird unterstützt, könnt ihr hier die Daten, die Herzfrequenzdaten hier direkt dann von der Uhr auf das Gerät senden und habt so die Daten auch immer alle entsprechend eurem Programm, wo ihr es benötigt. Des Weiteren bekommen wir jetzt auch einen barometrischen Höhenmesser spendiert. Das heißt jetzt auch, die Höhen werden jetzt hier über Sensoriken gemessen und nicht mehr mit GPS-Daten. Ich bekomme auch, wenn ich möchte und das hinterlegt habe, auch eine Unwetterwarnung, wenn ich jetzt unterwegs bin und der Luftdruck entsprechend fällt, dann, wie gesagt, bekomme ich eine Warnung angezeigt und weiß immer ganz genau, wenn jetzt eine Unwetterfront auf mich zukommt. Garmin-typisch haben wir da noch einen ANT-Plus-Chip verbaut und auch einen Bluetooth-Chip darf an dieser Stelle nicht fehlen. Was die Akkulaufzeit angeht, ich bin ja kein großer Fan von den Garmin-Datenblättern, weil das sind ja immer Optimalwerte bzw. Laborwerte, sage ich in Anführungszeichen. Ich habe die Uhr jetzt einfach mal auf maximale Möglichkeiten getestet. Das heißt also, ich habe sie 24/7 angehabt, 24/7 Herzfrequenzmessung, Pulsoximeter ist dauerhaft gemessen worden, ich habe ein Schlaftracking damit betrieben, beziehungsweise auch, da komme ich später noch drauf, die Workouts mit dem Multiband gelaufen, Multiband-GPS, also alles Dinge, die maximal den Akku belasten, beziehungsweise hier am meisten Strom ziehen. Zudem betreibe ich etwa 3-mal die Woche ein Workout zwischen 1 Stunde und 1,5 Stunden, um das Ganze ein bisschen so einzuordnen. Und hier bin ich auf einen durchschnittlichen Akkuverbrauch von etwa 0,95% bis auf 1,3% gekommen. Das heißt umgerechnet etwa 3 bis 4 Tage hält hier der Akku, wenn ihr entsprechend so die Uhr nutzt. Natürlich ist es so, wenn ihr jetzt den Pulsoximeter ausschaltet, die Herzfrequenzmessung abschaltet oder auch hier zum Beispiel kein Multiband-GPS nutzt, dass natürlich hier die Verbräuche zurückgehen und entsprechend dann auch hier die Akkulaufzeit länger hält. Das Ganze ist aber immer eine individuelle Nutzung, deswegen kann man eigentlich nie konkret sagen, ja, das ist jetzt die Akkulaufzeit. Also für mich ist das die Akkulaufzeit zwischen 3 und 4 Tage und dann muss ich die Uhr auch wirklich dann anstecken, um hier das Ganze aufzuladen. Was das Aufladen selber angeht, wenn ihr jetzt hier heimkommt und dann noch 5% auf der Uhr habt, ist alles kein Problem. Ihr steckt die Uhr einfach ganz schnell an, zieht euch um und dann habt ihr wieder genug Strom, um mindestens 2 Stunden laufen zu gehen. Also da habt ihr auf jeden Fall keine Probleme, wenn ihr da gegen Ende des Akkus seid. Da könnt ihr wirklich schnell nachladen. Was für mich immer ganz wichtig sind auch die Sicherheitsfeatures, die gehen manchmal so ein bisschen unter. Gerade für Frauen dürfte es auch hier an der Stelle sehr interessant sein, die jetzt hier oft alleine unterwegs sind. Die Uhr bietet einmal eine Unfallerkennung, das bedeutet, wenn ihr jetzt abknickt beim Laufen, dann wird entsprechend hier ein Alarm ausgelöst und euer Kontakt wird dann informiert, den ihr da hinterlegt habt und bekommt eine Benachrichtigung mit den Koordinaten. Die Unfallerkennung ist aber nicht bei allen Aktivitäten vorhanden. Gerade beim Mountainbike hatte ich das Ganze jetzt nicht, beziehungsweise ist entsprechend nicht unterstützt und wird dann auch nicht gemeldet.
Ein weitaus noch interessanteres Feature, neben der Unfallkennung, die natürlich auch wichtig ist, ist auch den automatischen Alarm, den ich auslösen kann. Das heißt, wenn jetzt bedroht wird oder euch irgendwas zugestoßen ist, könnt ihr auch manuell das Ganze auslösen. Ihr müsst einfach oben nur links auf 3 Sekunden auf die Taste drücken, dann wird hier ein Alarm ausgelöst und der Kontakt, den ihr hinterlegt habt beim Mobilgerät, wird dann kontaktiert und bekommt ebenfalls die Daten. Wie ich es aber schon erwähnt habe, das Ganze funktioniert alles nur in Kombination mit dem Handy, weil eine LTE-Version haben wir nicht vorhanden. Das heißt also, hier müsst ihr ein entsprechendes mobile Gerät immer dabei haben. Last but not least gibt es dann noch einen Live-Track. Das heißt, wenn ihr dann losgeht, bekommt euer Kontakt eine E-Mail. Der kann dann immer schauen, wie ihr gerade unterwegs seid. Und ein ganz tolles Feature ist dann auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Route geplant habt, weil Navigation hat die Uhr ja auch, da kommen wir darauf später noch zu sprechen. Da wird das Ganze dann auch hinterlegt und der Kontakt kann einmal sehen, wo ihr gerade seid, was ihr schon gelaufen seid und was noch bei euch bevorsteht. Wenn wir mal einen Blick auf die Widgets werfen, da bekommen wir jetzt dann auch ein Wetter-Widget mit ein paar Details. Das heißt, ihr bekommt dann auch eine Wetterprognose, die euch anzeigt, wie in den nächsten Stunden und auch Tagen das Wetter aussieht. Darüber hinaus gibt es dann auch noch so ein paar Details, wie etwa hier gefühlte Temperatur oder auch ein UV-Index wird euch entsprechend angezeigt. Darüber hinaus gibt es dann auch noch die Möglichkeit, den Sonnenaufgang, Sonnenuntergang zu sehen. Das ist in ein separates Widget eingeteilt. Da könnt ihr einfach schauen, wann dann entsprechend die Sonnenphasen sind, die Dämmerungsphasen. Und so wisst ihr dann immer, ob dann euer Workout, wenn ihr ein Workout noch anfangen wollt, noch im Hellen stattfindet, beziehungsweise wenn ihr Wald reinfahrt mit dem Mountainbike, ob ihr da schon in Dämmerung kommt und dann hier eventuell Lichtprobleme bekommt. Aber auch bei der Forerunner 255 ist so, die Uhr unterstützt den Garmin Connect IQ Store. Das ist eine separate App, die ihr runterladen müsst. Hier gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, eure Uhr zu individualisieren. Das heißt, ihr könnt neben dem Wetter-Widget und dem Sonnenaufgang- und Sonnenuntergang-Widget auch noch weitere Widgets hinzufügen, die dann entsprechende Entwickler zur Verfügung stellen oder auch andere Display-Designs herunterladen, entsprechend auch andere Datenfelder und so könnt ihr dann eure Uhr hier noch ein bisschen individualisieren. Dann haben wir natürlich wieder die typischen Fitness-Tracker-Funktionen wie Schrittzähler, wie Etagenzähler oder auch einen Kalorienzähler. Hier wird dann zum Beispiel im Kalorienzähler nochmal genau detailliert aufgezeigt, wie sich die Kalorien zusammensetzen aus aktiven und passiven Kalorien. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, Garmin Connect mit zum Beispiel MyFitnessPal zu verbinden und hier ein Kalorientracking zu machen. Dann wird das Ganze synchronisiert und ihr bekommt dann die Aktivkalorien dann bei MyFitnessPal angezeigt. Und wenn ihr zum Beispiel abnehmen wollt oder Gewicht halten wollt und hier eure Ernährung trackt, dann könnt ihr das Ganze dann immer abgleichen, weil dann auch die Workouts da entsprechend synchronisiert werden. Und natürlich dürfte die bekannte Garmin Body Battery auch nicht fehlen, die euch dann immer einen Zustand eures Körpers anzeigt. Das heißt also, wie gut euer Akku gefüllt ist im Körper, ob ihr jetzt einen Workout machen sollt oder nicht. Das habt ihr natürlich hier bei der Uhr auch enthalten. Stichwort Body Battery, kommen wir dann auch schon zum Schlaftracking, zur Erholung. Da ist es so, das Schlaftracking, es hat sich jetzt schon verbessert. Es war in der Vergangenheit auf jeden Fall viel schlechter. Die Aufwachphasen werden jetzt viel besser erkannt. Das Einzige ist so, wenn ihr mal ab und zu nachts eine Unterbrechung habt, und also eine Unterbrechung, die ihr jetzt merkt, kann es mal sein, dass die nicht immer erkannt wird. Also es werden schon einige erkannt, aber nicht alle. Das heißt also, hier ist das Ganze noch nicht optimal. Genauso habt ihr auch nicht die Möglichkeit, wie bei der Apex einen Schlafplan zu hinterlegen. Das heißt also, da konntet ihr dann Zeiten definieren, wann ihr schlaft. Gerade so für Schichtarbeiter dürfte das interessant sein. Das gibt es hier nicht. Ihr müsst euch dann darauf verlassen, dass die Uhr das Ganze dann entsprechend erkennt und hier dann wirklich das Ganze als Schlaf aufzeichnet. Was wir aber neu hinzubekommen haben, das ist jetzt nach dem Schlaf, und zwar einmal den HFV-Status, der sogenannte Herzfrequenz-Variabilitätsmodus oder die Herzfrequenz-Variabilität. Die sagt einfach aus, wie gut ihr euch erholt, beziehungsweise wie euer Körper entsprechend auf Einflüsse reagiert und ob ihr euch da wirklich erholen könnt. Einflussfaktoren sind zum Beispiel Alkohol, wenn ihr jetzt Alkohol trinkt oder wenn ihr jetzt hier viel gefeiert habt und nicht so richtig in die Ruhe gekommen seid oder auch übertrainiert seid oder auch viel Sport macht und der Körper es einfach nicht schafft, in der Nacht herunterzukommen und entsprechend herunterzufahren, dann bekommt ihr auch dann hier entsprechend Status angezeigt, der einmal schlecht sein kann, aber auch gut sein kann. Der hilft euch auch so ein bisschen zu sagen, okay, ich mache heute vielleicht mal kein Workout, damit mein Körper ein bisschen mit dem Stress herunterkommt und einfach sich ein bisschen regenerieren kann. Man muss aber sagen, jeder menschliche Körper ist anders. Und deswegen dauert es auch etwa 3 Wochen, bis ihr den ersten Wert, der hier bekommt. Also die Uhr ermittelt 3 Wochen lang den Durchschnittswert, was eure Herzfrequenzvariabilität ist, was bei euch optimal ist. Und ab da bekommt ihr erst entsprechend Status angezeigt. Also hier ganz beruhigt sein oder ruhig sein. Ihr müsst dann eine gewisse Zeit warten, dass ihr auch entsprechend die Daten bekommt. Das ist übrigens bei allen anderen Daten auch so, sowohl das Trainingsload als auch jetzt hier die Garmin Body Battery, die ich schon angesprochen habe. Oder auch jetzt hier beim Schlafen. Die Uhr braucht eine gewisse Zeit, um hier Daten zu sammeln, um hier optimale Auswertung für euch zu machen. Was dann noch hinzugekommen ist, ist beim Aufwachen, also wenn die Uhr erkennt, dass ihr aufwacht, bekommt ihr einen sogenannten Morgenbericht angezeigt. Die wird auf der Uhr direkt angezeigt. Da bekommt ihr schon mal grafisch angezeigt, wie das Wetter draußen ist, ob es jetzt regnet, nicht regnet oder auch so eine kleine Prognose, wie das Wetter ist. Das ist so eigentlich ganz nett gemacht.
Und je nachdem, wie ihr das Ganze einstellt, also ihr könnt das Ganze auch einstellen, wie ihr es individuell haben möchtet, also welche Daten ihr haben möchtet. Ihr könnt es aber auch ganz ausstellen, wenn ihr es nicht haben möchtet. Bekommt ihr so eine kleine Übersicht. Ihr bekommt angezeigt, wie eure aktuelle Body Battery ist. Ihr bekommt dann auch angezeigt, was dann der tägliche Trainingsvorschlag ist. Die Uhr bietet ja hier tägliche Trainings an, also gerade beim Laufen bietet es entsprechend an. Oder auch wie dann der angesprochene HFV-Status ist und natürlich eine kleine Wetterprognose darf an der Stelle auch nicht zu wählen. Und so habt ihr dann einen kleinen Tagesstart, so einen gewissen Überblick, wie es euch geht und ja, was ihr auf euch alles zukommt und bekommt auch so ein paar kleine Tipps, ob ihr jetzt gut geschlafen habt, ob es ein guter Tag wird. Und so ist es doch ein schöner Start in den Tag. Ja, bei den Sportwidgets haben wir dann auch so eine kleine Veränderung, beziehungsweise ja ein bisschen optimierte Aufräumung, sage ich mal. Wir haben jetzt hier ein neues Trainingszustand-Widget, was so eigentlich alles zusammenfasst, was euch da ja auf einen Blick interessiert, was früher einzeln aufgeteilt war. Einmal bekommt ihr eine Grobübersicht über alles und wenn ihr in das Widget hineingeht, bekommt ihr dann auch noch angezeigt, was euer aktueller Trainingsload ist. Ihr könnt dann euch extra die Grafik, die ihr jetzt hier aus Garmin Connect sonst immer kennt, auch schon direkt auf die Uhr anschauen. Da seht ihr einfach, ob ihr euch im optimalen Bereich bewegt. Da gibt es dann so eine grüne Kurve und da solltet ihr entsprechend in der Kurve drin sein, also nicht oberhalb der Kurve drüber sein, auch nicht unterhalb der Kurve, weil wenn ihr drüber seid, dann seid ihr übertrainiert. Wenn ihr drunter seid, baut ihr die Form ab und so solltet ihr euch immer bewegen. Wie fülle ich die Kurve? Ist eigentlich ganz einfach. Ihr macht ein Workout, geht laufen, da sammelt ihr sogenannte Cardio-Punkte oder Trainingsload-Punkte oder wie man das auch immer bezeichnen möchte. Die Punkte werden dann da eingerechnet und entsprechend ermittelt die Uhr anhand dieser Punkte dann, wo ihr euer aktueller Fitnesslevel ist. Dann habt ihr noch eine Übersicht, wie euer aktuelle Belastungsform ist. Ja, ob ihr irgendeinen Bereich zu stark trainiert oder nicht zu stark trainiert. Da kriegt das entsprechend dann angezeigt in so einer Grafik, wo ihr dann einfach, ja, dann schauen müsst, wo ihr dann optimiert trainieren sollt. Die Uhr hilft euch aber in beiden Positionen, also sowohl fürs Trainingsload als auch dann hier für die Belastungsform. Ihr bekommt dann, wie ich schon anfangs erwähnt habe, Trainingsvorschläge. Also wenn ihr ins Laufen hineingeht, bekommt ihr dann täglich, wenn ihr das möchtet, dann einen Trainingsvorschlag und die Uhr versucht dann euch entsprechend hier die Werte so zu optimieren, dass ihr dann auch im optimalen Wert trainiert. Und zu guter Letzt darf natürlich die Erholungszeit nicht fehlen, die dann angezeigt wird. Das ist eigentlich gleich selbsterklärend. Das ist eigentlich die Zeit, die ihr dann kein Workout machen sollt oder zumindest ein leichtes Workout, um hier dem Körper die Chance zu geben, zu regenerieren. Was natürlich bekannt ist, die VO2 Max Messung beim Laufen. Da müsst ihr ungefähr 3-mal laufen gehen oder gehen, also alles, was mit Laufen zu tun hat, um hier einen VO2 Max Wert zu erhalten. Was noch hinzukommt, ist, dass ihr VO2 Max Werte auch fürs Radfahren bekommt. Also es sind ja immer separate Werte, die hier entsprechend angezeigt werden. Da ist es aber so, dass das Ganze nur mit dem Leistungsmesser funktioniert. Das heißt, ihr müsst entweder am Rad draußen ein Leistungsmesser am Pedal haben, was dann mit der Uhr verbunden ist, oder dann halt entsprechend, wie ich jetzt zum Beispiel habe einen Kicker Snap, wo ich das Ganze mitmache, also im Indoorrad, eine Smart-Rolle, die das dann ja als Leistungsmesser unterstützt. Auch das muss dann entsprechend mit Garmin Connect verbunden sein. Gerade wenn ihr zum Beispiel Zwift nutzt, ist es eigentlich ganz gut, weil da synchronisiert zum Beispiel ja Garmin Connect direkt mit Zwift und da habt ihr die Daten auch drauf und ihr bekommt dann hier auch dann die Leistungsdaten hier auf der Uhr angezeigt oder halt, wie schon gesagt, wenn ihr Auto unterwegs seid, bekommt ihr dann auch hier die Leistungsdaten auf der Uhr und bekommt entsprechend den VO2 Max Wert. Einer meiner Highlights dieser Uhr ist tatsächlich ein Widget und zwar das sogenannte Wettkampf-Widget. Da könnt ihr jetzt ein Event hinterlegen oder ein Event suchen. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel jetzt einen Frankfurt-Halbmarathon mitmacht, den könnt ihr jetzt hier hinterlegen und dann wird ja für diese Strecke einmal ein Trainingsplan erstellt, also ihr könnt euch eine Zielzeit hinlegen, beziehungsweise der Zielpace und auf dieser Basis wird dann auf dem neuen Leistungszustand einen sogenannten Trainingsplan erstellt und wir kommen da dann angepasste Trainingsvorschläge und auch mit Ruhephasen und Peakphasen etc. alles, was man braucht. Des Weiteren bekommt ihr dann auch immer eine Laufprognose angezeigt, also wie eure aktuelle Prognose ist für die Strecke. Ihr könnt auch eine Strecke hinterlegen und die direkt darüber starten und ihr bekommt dann auch schon mal, wenn das Event weit in der Zukunft ist, auch schon mal angezeigt, was für durchschnittliche Temperaturen in dieser Zeit immer herrschen, damit ihr euch ein bisschen einrichten könnt. Muss ich mit langen Sachen laufen, mit kurzen Sachen, wie ist es da immer? Und wenn sich das Event nähert, bekommt ihr dann auch eine Wetterprognose und habt für diesen Ort, den ihr da hinterlegt habt, also das kann ja weit weg sein von eurem ursprünglichen Ort oder eurem Wohnort, bekommt ihr dann auch hier separaten Daten angezeigt. Ihr könnt das Ganze einmal über die App verwalten, beziehungsweise auch über Garmin Connect auf der Webseite im Kalender. Ich habe das ganze Widget damals separat in einem Video vorgestellt, das verlinke ich hier oben einfach mal, dann kannst du mal im Detail anschauen, wie das Widget funktioniert. Ich finde das Widget wirklich sehr gelungen und finde es eine der besten Neuerungen an dieser Uhr. Was auch wieder nicht fehlen darf, ist natürlich der Garmin Coach. Der Garmin Coach ist für 5 Kilometer, 10 Kilometer Halbmarathonstrecke da. Das sind 3 verschiedene Trainer, die euch ja quasi helfen, diese Ziele zu erreichen, die ihr dann angegeben habt. Das Ganze richtet sich auch ein bisschen an Anfänger und fortgeschrittene Anfänger, die dann Trainingspläne machen wollen. Ihr bekommt dann sowohl einmal natürlich schriftlich das Ganze, was es eigentlich ist, was ihr da macht, was es bedeutet und bekommt auch manchmal Videos angezeigt, wo das Ganze dann nochmal in Videos erklärt wird. Dabei lohnt es sich aber auch, verschiedene Trainer mal durchzumachen, weil jeder Trainer hat so seine eigene Philosophie und andere Angehensweisen und so habt ihr auch ein bisschen Abwechslung dabei und bekommt hier ein geführtes Workout auf die Uhr.
Was die Sportaktivitäten angeht, so haben wir natürlich die klassisch typischen Sachen wie Indoor-Outdoor-Laufen oder Indoor-Outdoor-Radfahren. Ich blende euch einfach mal die Aktivitäten ein, die es hier gibt. Was wir dann auch noch bekommen, ist dann E-Mountainbiken und E-Biken generell. Aber auch Wintersportler müssen hier auf nichts verzichten. Wir haben ja auch Skifahren oder Snowboarden dabei oder Skilanglauf ist auch von der Partie. Aber auch Wasserratten haben hier wieder ihre Möglichkeiten, die Uhr zu nutzen, weil die Uhr ist ja bis 5 ATM wasserdicht. Ihr habt dann auch wieder Bahnschwimmen dabei. Dabei könnt ihr dann auch die Beckengröße einstellen, also wie groß das ist, sowohl in Metern als auch in Yard. Und die Uhr erkennt dann entsprechend, wenn ihr dann ja hier an der Bahn eine Rolle macht oder ich mache keine Rolle, einfach die einmal umdreht und wieder auf die andere Richtung schwimmt. Was wir dann auch noch hinzubekommen, ist dann auch Freiwasser. Da könnt ihr dann entsprechend hier im See schwimmen. Das Ganze wird dann auch ermittelt, beziehungsweise ihr habt dann auch ein Workout, was das Ganze dann unterstützt. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Highlight der Uhr und das ist für mich hier tatsächlich dann auch noch, obwohl ich es gar nicht mache, Triathlon. Die Uhr unterstützt jetzt auch Triathlon und Multisport. Also ich muss eigentlich, glaube ich, gar nicht viel sagen. Ihr könnt dann entsprechend das Ganze einstellen, wie ihr haben wollt. Ich finde es eigentlich klasse, dass jetzt für mich die Einsteiguhr, also für mich ist es die Einsteiguhr, auch wenn es die Garmin Forerunner 55 gibt, aber für jeden ambitionierten Sportler ist auf jeden Fall hier die Uhr, die ihr zum Einstieg nimmt. Und ich finde es einfach gut, dass die Uhr das jetzt auch dabei hat. Das heißt also, ihr müsst als Triathleten jetzt nicht mehr auf die Garmin 745 umswitchen. Und da stelle ich mir so die Frage, jetzt wo ich die Uhr gesehen habe, wird es überhaupt noch da einen Nachfolger geben oder ist ja die Modellreihe tot und es gibt einfach nur 255 auf 955? Ist es aber nicht Bestandteil des Tests, aber trotzdem ist jetzt gut zu wissen, dass ich jetzt hier auf die etwas günstigere Uhr zurückgreifen kann. Da habt ihr jetzt die Möglichkeit, hier auch Triathlon mit dieser Uhr durchzuführen und das finde ich auch wirklich sehr gut. Ja, dann kommen wir eigentlich auch schon zu einem Punkt, was so ein bisschen beworben wird, dass die Uhr das jetzt unterstützt, das ist die Leistungsmessung. An sich ist das Ganze nichts Neues. Garmin hat schon immer im Garmin Connect IQ Store die App gehabt für die Leistungsmessung. Also ihr könnt alle Garmin-Uhren, die das unterstützen, entsprechend nutzen. Also ihr braucht entweder den HRM Run Gurt, das ist jetzt hier der rote, oder der HRM Pro Gurt oder auch den Garmin eigenen Pod, das ist so ein kleiner gelber Pod, den entsprechend hinten eingesteckt wird. Diese 3 Dinge braucht ihr oder eines von den 3 Dingen, um hier die Leistungsmessung abzurufen. Das Ganze hat in der Vergangenheit auch schon funktioniert, das ist eigentlich nichts anderes. Der einzige Unterschied ist jetzt, dass es komplett integriert ist in die Uhr. Also das heißt, ihr bekommt die Daten einmal im Workout angezeigt und wenn ihr in Garmin Connect hineingeht, ist es dann ein eigenes Datenfeld, da steht kein IQ mehr dabei, sondern ist direkt integriert. Und der andere Unterschied ist auch, dass jetzt nicht mehr im Datenfeld ein Connect IQ-Feld belegt wird. Ihr habt ja meistens, oder es sind immer nur 2 Felder zu belegen. Ihr könnt ja Datenfelder aus dem Connect IQ herunterladen und diese dann da verwenden. Und hier habt ihr natürlich jetzt die Möglichkeit, einen mehr zu nehmen, wenn ihr früher in der Vergangenheit schon die Leistung genutzt habt. Das Feld ist jetzt dann frei. Und ihr müsst euch nicht mehr mit irgendwie Installation drum kümmern, das ist dann halt nativ dabei. Was ich aber schade finde, ist, dass das nur mit einem externen Gerät zusammen funktioniert und nicht bei der Uhr selber dabei ist. Und ich finde auch sehr schade, dass man keine Trainings damit machen kann. Also das heißt nicht, dass ihr jetzt irgendwie sagen könnt, ich mache jetzt ein Leistungstraining, ich plane jetzt wie zum Beispiel Coros einen bestimmten Leistungsbereich, den ich laufen möchte und dann werde ich darauf trainiert. Nein, das Ganze geht ja alles noch über Pace, das bleibt noch alles klassisch. Es ist einfach jetzt nur eine Anzeige, dass ihr seht, okay, wenn ich am Berg laufe und ich kenne so meine Wattzahl, die ich sonst laufe, damit ich nicht überpace, das kann ich laufen, da bekommt es jetzt dann entsprechend angezeigt. Das bedeutet aber, wenn ihr jetzt hier nach Leistung trainieren wollt und das jetzt nicht aus dem Kopf machen wollt, sondern halt wirklich geführte Workouts machen möchtet, dann seid ihr immer noch auf den Stride Foodpod angewiesen. Der wird hier bei der Uhr auch unterstützt, das heißt, ihr könnt dann auch diese Workout-App wieder herunterladen und dann wie gewohnt eure Workouts durchführen und das Ganze dann über den Fuß, über Stride-Messung. Da wird das Ganze ja dann auch mit Watt gemacht und Stride misst ja nur Watt. Das heißt also, die Training passiert nicht auf die Pace, sondern wirklich rein auf die Wattwerte. Und natürlich bekommt ihr dann, wenn ihr den Pod tragt oder hier den Brustgurt, alle Daten wie Bodenkontaktzeit oder vertikales Verhältnis etc., das bekommt ihr natürlich dann auch alles angezeigt, beziehungsweise unterstützt die Forerunner 255, um hier eure Laufeffizienzwerte zu optimieren. Wenn wir jetzt schon beim Brustgurt sind, dann kommen wir eigentlich auch schon direkt zum Herzfrequenzmesser an der Uhr. Und der hat mich doch wirklich sehr positiv und gut überzeugt. Gerade am Anfang, wenn das Workout beginnt, war ja oft so, dass da ein Versatz drin war. Die Uhr geht dann direkt mit, also mit dem Brustgurt sehr separat. Ich habe das euch mal in der Grafik aufgezeigt. Da habe ich das Ganze mit einem HRM Brustgurt aufgenommen, beziehungsweise mit der Forerunner 255. Ich habe euch oben auch mal die Pace eingeblendet, weil ich habe hier so ein Workout gemacht, wo ich so absichtlich mal angehalten habe, ein bisschen schneller war, um einfach mal zu schauen, wie die Uhr reagiert. Wir sehen hier bei gleichmäßigen Läufen, dass das Ganze gut abgestimmt wird. Auch so Peaks werden dann erkannt. Nur wenn es dann wirklich kurze Peaks sind, die ganz, ganz kurz sind,
Da ja, ist die Uhr nicht so ganz genau. Gerade beim Kraftsport ist das so, dass ihr dann oft kurze Impulse habt, der Puls nur ganz kurz hochgeht, wieder runter geht. Zumindest in der Tendenz erkannt. Ich bin aber soweit zufrieden, ich habe schon viel schlechtere Ergebnisse gesehen. Natürlich ist es immer besser, einen Brustgurt zu tragen, weil rein aus technischen Gründen und auch ja aus den Gegebenheiten, wo die Uhr sitzt, wo das Herz sitzt und wo der Brustgurt sitzt, werdet ihr natürlich da immer eine kleine Abweichung haben. Aber insgesamt erfasst die Uhr das wirklich sehr gut. Und ich sag mal, gerade für den Hobbysportler und auch ambitionierten Hobbysportler ist das auf jeden Fall sehr gute Werte. Ein Leistungssportler wird wahrscheinlich sowieso generell auf den Brustgurt gehen. Also ihr macht da auf jeden Fall nichts falsch, wenn ihr sagt, okay, ich will jetzt nicht im Brustgurt laufen, weil das stört mich irgendwie. Ihr bekommt ja trotzdem sehr solide Herzfrequenzwerte angezeigt. Natürlich darf das Thema Navigation hier auf dem Kanal nicht fehlen. Das ist ja so, mittlerweile hat sich ein bisschen zum Schwerpunkt rauskristallisiert. Die Uhr bietet eine Navigation an, und zwar eine sogenannte Krümelnavigation. Das heißt, die Navigation ist ohne Karte. Ihr lauft dann einem Strich hinterher und bekommt dann entsprechende Abbiegehinweise. Leider ist es so, dass die Uhr nicht immer alle Abbiegehinweise bringt. Ich habe das sowohl mit dem Planungstool von Garmin Connect selbst so ausprobiert, als jetzt auch von Komoot das Ganze genommen. Habe es auch mal im Vergleichsvideo mit der Pacer Pro gemacht, die alle Sachen angezeigt hat, also weil ich mit Komoot geplant hatte. Da ja, hing die Garmin so ein bisschen hinterher. Es gibt so 2-3% der Abbiegehinweise kommen nicht. Finde ich natürlich, wenn es keine Karte gibt, ein bisschen schwierig. Gerade wenn man auf unbekanntem Terrain ist und man sich nicht ganz so gut auskennt, kann das mal zu Problemen führen. Ich habe dazu auch mal 2 Videos gemacht, um das Ganze mal im Detail zu zeigen. Also ein Video mit der Forerunner 255 allein, wo ich auch ein paar Details zeige wegen Streckenverwaltung, beziehungsweise auch mal ein Vergleichsvideo mit der Pacer Pro von Polar. Und da sieht man ein bisschen die Unterschiede, was ich auch konkret meine. Und da kann man einfach nochmal einen kleinen Eindruck geben, wie die ganze Navigation ja funktioniert. Ich verlinke euch oben mal die Videos, dann könnt ihr das Ganze nochmal anschauen, falls ihr euch dafür interessiert. Das ist wirklich sehr interessant zu sehen. Aber wenn wir schon bei der Navigation sind, kommen wir natürlich auch dann auf die GPS-Daten. Und da ist es ja so, dass die Uhr ja Galileo und GLONASS unterstützt und GPS. Und was die Uhr auch noch unterstützt, und das hat mich ein bisschen tatsächlich überrascht, das ist das Multiband-GPS. Wir haben das Multiband-GPS bei der Phoenix-Uhr und bei der Apex-Uhr am Anfang gesehen. Da hat man noch unterschieden zwischen den Modellen. Hier hat man es jetzt generell bei allen Uhren verbaut. Das heißt also, es gibt keine Option. Ihr müsst es kaufen, wenn ihr das nicht haben wollt, habt das dabei. Ja, aber was ist das Multiband-GPS? Das Multiband-GPS nimmt alle Satellitenmöglichkeiten, die es hat, und errechnet den optimalsten Standpunkt, wo ihr unterwegs seid. Gerade im dicht bewachsenen Wald hat man hier gute Vorteile. Das habe ich dann gemerkt, als ich mit der Instinct 2 unterwegs war. Also hier war immer alles on point bei der Forerunner 255. Navigation hat mal 5-6 Meter abgewichen, aber bei der Instinct 2 waren es doch teilweise wirklich 30-35 Meter, bis die Uhr reagiert hat, weil die einfach Probleme hatte, dann das Signal zu kriegen. Im Vergleich, ich bin wie gesagt mit dem Multiband bei der Forerunner 255 gelaufen. Die Instinct 2 hatte ich hier mit Galileo und GPS. Dann gab es auch eine Abweichung bei der Strecke, das heißt also, die Strecke bei der Instinct 2 war etwas kürzer als dann bei der Forerunner 255. Ihr könnt das Ganze aber auch abschalten, weil Multiband, muss man auch dazu sagen, ist natürlich der maximal höchste Akkuverbrauch, den es gibt. Ihr könnt auch sagen, ihr möchtet zum Beispiel nur mit GPS und GLONASS laufen oder GPS Galileo. Das ist mit der Uhr auch möglich. Aber dass die Option mit Multiband jetzt vorhanden ist, finde ich bei dem Preis doch auch wirklich stark. Ja, dann kommen wir auch schon zum Fazit der Uhr. Ich habe jetzt keinen direkten Vergleich zu der Forerunner 245, weil ich die nie besessen habe. Ich komme aus der Phoenix-Reihe, ich hatte die Phoenix-Uhren, finde aber das wirklich ein sehr gutes, insgesamt sehr gutes Paket. Ich habe hier Multiband-GPS dabei, wo ich bei den Phoenix-Uhren sehr teuer bezahlen muss. Das bekomme ich hier schon mit. Ich habe die Möglichkeiten, hier Laufanalysen durchzuführen, weil der Brustgurt unterstützt wird. Ich bekomme jetzt auch Triathlon hinzu und Multisport. Das heißt also, jeder Triathlet kann jetzt auch auf die günstigere Uhr zugreifen, muss jetzt nicht auf die teurere Modelle gehen, und habe hier wirklich ein sehr gutes Gesamtpaket. Ich finde auch die Erweiterung mit dem HFV-Status wirklich sehr gelungen. Das gibt einfach nochmal einen weiteren Einblick. Und natürlich das Wettkampf-Widget, das ist eigentlich mein absolutes Highlight, dass man hier einfach jetzt ein Event planen kann oder machen kann und hier auch einen individuellen Trainingsplan hier direkt auf die Hand bekommt, um euch hier ein Ziel zu setzen und das entsprechend auch zu erreichen. Kritikpunkt ist natürlich so ein bisschen der Preis. Ich bekomme natürlich viel geboten. Ich habe das Multiband drin, das ist natürlich klasse. Das ist jetzt auch nicht so günstig zu bekommen sonst. Aber ich habe jetzt keine Option zu sagen, okay, ich verzichte auf manche Sachen und möchte eine etwas günstigere Einstiegsuhr haben. Das habe ich hier nicht. Ihr müsst hier mindestens 349 € hinlegen. Das ist jetzt nicht wenig Geld, bekommt aber wie gesagt ein gutes Gesamtpaket. Ein großer Kritikpunkt ist aber hier die Navigation. Da ich nicht alle Abbiegehinweise bekomme und ich auch keine Karte habe und ich einfach mal gucken kann, wo geht es jetzt lang, ist hier natürlich ein bisschen schwierig, dass das Ganze nicht kommt. Ich hoffe, dass Garmin an dieser Stelle mal nachbessert, weil die Konkurrenz von Suunto und Polar bekommt das ja auch ohne Probleme hin. Man bietet zwar jetzt die Leistungsmesser an, aber geht den Schritt einfach nicht weiter, und das ist, was ich an dieser Stelle nicht verstehe. Warum bietet man jetzt Leistungsmesser an und warum bietet man nicht die Option an, nach Leistungsmessern zu trainieren?
Man kann ja bei Garmin selber eigene Trainings erstellen, das ist ja alles kein Problem. Man könnte einfach eine Option machen, hier Leistung und dann ist das Ganze hier auf der Uhr angezeigt. Ich sage es jetzt mal so flapsig, ich bin kein Programmierer, aber ich denke mal, das ist auch keine Schwierigkeit, sowas einzuprogrammieren. Also ersetze Pace durch Leistung. Das sind auch Datenfelder, die auf Uhr sind. Ich hätte es jetzt eigentlich erwartet, zumal wenn man das jetzt auch so prominent bewirbt, dass das entsprechend dann auch hier vorhanden ist. Ich hoffe auch an dieser Stelle, dass da mal was nachkommt, weil jetzt ja von Garmin offiziell das Ganze unterstützt wird. Also offiziell war es schon immer im Connect IQ Store, es war aber nie auf der Uhr verbaut und jetzt ist es einfach in der Software dabei. Daher hoffe ich, dass die hier wirklich an dieser Stelle dann auch ein bisschen nachholen und hier Leistungstraining anbieten, weil Coros zum Beispiel bietet das ja mit seiner Pace 2 ja auch ohne Probleme an. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck geben, was die Forerunner 255 betrifft. Ich habe die Uhr gern getragen, beziehungsweise trage die immer noch gerne. Ich warte jetzt noch auf die Forerunner 955. Laut Garmin Support soll die erst Anfang August kommen. Das heißt also, es wird auf jeden Fall noch Vergleichsvideo zu Forerunner 255 versus 955 geben. Und ich würde mir das Ganze dann auch nochmal mit der Polar Pacer Pro im Vergleich nochmal detailliert anschauen. Wenn dich solche Sachen interessieren, lass doch gerne ein Abo da. Wenn dich noch mehr zur Forerunner 255 im Allgemeinen interessiert, was für Funktionen insgesamt noch alle da sind oder detailliert da sind, ich habe hier mal ein Video gemacht, wo ich die Uhr mal entsprechend vorstelle, das verlinke ich dir hier oben. Beziehungsweise, wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe hier unten meine Best-of-Playlist, da kannst du mal reinschauen, das sind so quasi die Best-ofs meines Kanals drauf. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit, wünsche dir alles Gute, tschüss, bis zum nächsten Mal.